ersten Wörter sind immer am schwierigsten. Es fällt mir schwer, ein Wort zu sagen. Vor allem die Tatsache, dass es viele Menschen hören werden, die ich nicht kenne, von denen ich normalerweise nicht sprechen könnte. Ich leide an selektivem Mutismus und möchte in der Form ein bisschen was darüber erzählen, aufklären. Und manchmal habe ich einfach das Bedürfnis, alles, was in mir steckt, in die Welt hinauszuschreien. Und vielleicht bekomme ich so die Möglichkeit und kann vielleicht eventuell auch anderen Menschen damit helfen. Ja, anfänglich wollte ich mit einem Text beginnen. Das war so mein erster Schritt in Richtung, ich akzeptiere, wer ich bin und es ist okay, so wie ich bin. Und ich informiere mich über meine Krankheit und gehe es an in meinem Leben. Und das habe ich damals anonym an ein Magazin geschrieben, das heißt Finding Our Voices. Und ich war sehr, sehr beeindruckt davon. Und ich habe es jetzt, zuerst wollte ich es nur einblenden, weil es für mich ja schon schwierig ist zu reden. Und dann noch damals auf Englisch auch noch. Aber ich dachte mir, es wäre die gute erste Mutprobe, um ein bisschen hineinzufinden in das ganze Kapitel, diesen Text auf Englisch vorzulesen. Und bitte lacht es mich nicht aus, das wurde ich oft genug in meiner Schulzeit. Es ist wirklich ehrlich, ernst gemeint und die Worte kommen direkt aus meinem Herzen. Und vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ich kann euch mit ein paar Worten berühren. I was never a child who spoke that much, especially with foreign people, but my development was normal, whatever normal means. In elementary school, I could speak with my classmates in breaks. I had a few good friends, but I was really shy. During lessons, I hardly say anything in front of the whole class by choice. Only when we had mathematics, because I was good at it, and there were only 6 pupils in my grade. One day in German, my teacher asked me something which I knew was simple and easy for the others, but I said the wrong answer, and everybody laughed. I nearly cried. I was so ashamed of myself and only wanted to run away as far as I could. In secondary school, my shyness grew. Everything was simply new. After a while, my teachers recognized that I was shyer than the others. When they asked me something, my voice was really quiet and I never said anything voluntarily. But I was smart. That's the reason why they began encouraging me to say more, particularly my German teacher. The problem was that she made jokes about me and my shyness. My voice became quieter and quieter. Then my classmates took part and the other subjects became held too. I retreated more and more into my shell and my voice was only a whisper. In the 9th grade, the jokes stopped, maybe because they became boring, but I still couldn't speak loudly in front of the class. My teachers worried about this problem and put pressure on me that I had to learn to speak because otherwise I will never graduate school and find a job, etc. But I gave myself the most pressure. I wanted to be perfect, invisible, never say anything wrong. With time I lost my voice and became the girl who doesn't speak. At the beginning it was only at school, then in the supermarket, restaurants, until I could only speak with my family and my closest friends. The fact that I couldn't speak was my big secret. I lived in 2 worlds. At home, I acted like everything was good and normal. I was simply ashamed. When I was 16, my teachers informed my parents and consequently I had to go to a therapist. My diagnosis was selective mutismus and social phobia. Now I am 18. A few months ago, I graduated with the school leaving examination in a different way than the others. I was allowed to write my answers. It was one of the biggest moments of my life, but my dream that I eventually speak didn't come true. On some day, there is hope that I'm going to be able to live a normal life, go to university, find a job and do what I want to do. But most days I'm only helpless, sad, alone, scared, afraid and desperate. My biggest luck is that an old friend of my dad presented me one of his horses. Without my mare, I wouldn't be here anymore. She saves my life every single day and gives me the strength to carry on and to fight against my fears. Yesterday I said the first word to my therapist. It was absolutely exhausting. I was in a panic. I trembled, gasped, but maybe it was a small step to a life that I want to live. Ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt nun und gesagt habe, wie oft ich ein englisches Wort verschluckt habe, wie oft ich mich versprochen habe, nochmal von vorne beginnen musste. Aber genau das möchte ich hier vermitteln. Es geht um authentisch sein, ich sein, Fehler erlauben, Mensch zu sein. Und einfach so viel in unserem Leben wird uns gezeigt, wie perfekt alles doch ist und
einfach niemand ist perfekt und ich erwarte von mir immer Perfektionismus. Und genau in diesem Raum möchte ich nicht perfekt sein. Ich möchte ich sein, ich möchte mir erlauben, ich sein zu dürfen. Und ich bin gespannt, ob das überhaupt jemals jemand anschauen wird. Und trotzdem bin ich aufgeregt, weil es ist meine Stimme, die sonst niemand hört, außer meine Familie und meine Freunde. Vielen Dank.